Wie kommt man auf sowas? Ja, diese Frage hat sich bestimmt schon jeder von uns mal gestellt. Ich zumindest frage mich oft, wie kommen Menschen zu bestimmten Meinungen wie Diskriminierung, Rassismus oder auch zu bestimmten Verschwörungstheorien. Und da gibt es zwei bestimmte Formen des Denkens, die Teil der Antwort sind. Vorab, diese Denkweisen sind überhaupt nicht schlimm. Sie sind sogar ein Indikator für Intelligenz. Aber nur, wenn es hier oben richtig läuft und man sich der Denkweisen richtig bedient. Wenn man sich zum Beispiel nur auf eine Denkweise verlässt, dann kann es zu Denkfehlern kommen bzw. zu falschen Schlussfolgerungen. Aber um welche Denkweisen geht es denn nun? Es geht hierbei um das induktive und das deduktive Denken. Fangen wir mal direkt an. Induktives Denken lässt sich ganz leicht durch ein paar Beispiele erklären. Beim induktiven Denken geht man mindestens von zwei Prämissen aus, also von einfach zwei Aussagen, die dann zu einer Aussage führen. Also kommen wir zum ersten Beispiel. Unsere erste Aussage: Alex ist ein Mensch. Die zweite Aussage: Alex hat durch die Corona-Impfung starke Nebenwirkungen. Das Ergebnis: Menschen haben durch die Corona-Impfung starke Nebenwirkungen. Zweites Beispiel: Ali ist kriminell. Ali ist ein syrischer Flüchtling. Ergebnis: Syrische Flüchtlinge sind kriminell. Und jetzt das dritte Beispiel, da werden wir jetzt ein bisschen gemeiner. Sarah ist eine Frau. Sarah kann kein Auto fahren. Ergebnis: Frauen können kein Auto fahren. Ich hoffe, ihr habt verstanden, wo das alles hinführt. Und zwar ist es nämlich so, dass beim induktiven Denken geht man von einer allgemeinen Aussage aus. Deshalb wird auch induktives Denken verallgemeinerndes Denken genannt. Das ist auch völlig normal. Unser Gehirn sucht ständig nach Mustern. Stichwort selektive Wahrnehmung. Übrigens wird es dazu auch noch ein Video geben. Unser Gehirn möchte alles in Schubladen stecken, um eine gewisse Ordnung zu bewahren, um eine gewisse Logik herbeizuführen. Und das alles wird halt durch eine Regel abgeleitet, die man zum Beispiel, wie ihr es halt gesehen habt, durch induktives Denken bekommt. Das Problem ist halt aber nur, die Regel muss halt nicht unbedingt logisch sein oder halt auch wahr. Damit ihr das genau verstehen könnt, hier ein weiteres Beispiel. Lucky ist ein Dackel. Lucky ist ein Hund. Ergebnis: jeder Hund ist ein Dackel. Und genauso funktioniert induktives Denken. Aber was ist nun deduktives Denken? Anders wie beim induktiven Denken gehen wir jetzt rückwärts. Wir fangen an mit der allgemeinen Aussage und splitten das dann auf in die Einzelfälle. Die allgemeine Aussage muss aber unbedingt eine Logik haben. Ein Beispiel. Die allgemeine Aussage: Fische leben im Wasser. Papo ist ein Fisch. Also lebt Papo ebenfalls im Wasser. Zweites Beispiel. Jedes Objekt, das geworfen wird, fällt irgendwann runter. Der Fußball ist ein Objekt. Also wird er auch runterfallen, wenn ich ihn werfe. Greifen wir mal eine Aussage auf, die wir vorher mit dem induktiven Denken erschlossen haben. Wir fangen wieder mit der allgemeinen Aussage an. Die Aussage: syrische Flüchtlinge sind kriminell. Ali ist kriminell. Also ist Ali auch ein syrischer Flüchtling, oder? In diesem Fall erkennt man ganz klar, dass dieser Ablauf nicht Hand und Fuß hat. Ali ist zwar kriminell, aber er kann auch genauso gut ein ukrainischer Flüchtling sein. Somit war vorhin die induktive Denkweise, die uns die Aussage gebracht hat, syrische Flüchtlinge sind kriminell, ein Denkfehler. Das Wechselspiel zwischen induktiven und deduktiven Denken führt hierbei zu dem besten Ergebnis und zu der Fähigkeit schlussfolgerndes Denken. Super wäre es natürlich, wenn man diese beiden Denkweisen im Kindesalter spielerisch kennenlernt und optimiert, dann kann man relativ davon ausgehen, dass der Erwachsene diese Fähigkeit dann ebenfalls besitzt. Aber unzählige Beispiele zeigen einfach, dass diese Fähigkeit nicht von jedem Erwachsenen angewandt werden kann. Menschen, die dem Rassismus verfallen, haben nicht bzw. nur in einer schwach ausgeprägten Form diese kognitive Fähigkeit. Zeigt sich das, sie denken sehr allgemein und beziehen Einzelfälle auf gesamte Gruppen. Deshalb überprüft bitte jede verallgemeinernde Aussage auf die Richtigkeit. Nur so könnt ihr gewährleisten, dass euer Denken von anderen und euer eigenes Denken euch nicht vergiften. Einen Hoffnungsschimmer gibt es aber, man kann es auch im Erwachsenenalter noch lernen bzw. auch noch optimieren. Aber wie für alles andere, da braucht man halt ein paar Neuronen für, um sich halt zu sagen, hey, da ist Optimierungsbedarf. Falls ihr noch Fragen habt, dann stellt sie mir doch gerne. Ansonsten abonniert doch gerne diesen Kanal, falls euch die Themen und dieses Konzept gefällt. Gebt mir doch bitte ein Feedback, indem ihr zum Beispiel auf Markisch drückt
und aktiviert die Glocke und stellt diese auf alle, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Falls es den einen oder anderen interessiert, ich habe ein Video zu dem Thema Rassismus in Deutschland gegenüber Russen erstellt. Einfach gleich im Anspann draufklicken. Es ist mein erstes Video, also bitte seid nicht allzu streng. Ich wünsche euch was. Ciao.